Elemente anhand ihrer Position im HTML auszuwählen, geht auch mit Pseudoklassen. Ahoi beim WebDevLab. Willkommen zum 5. Teil dieser kleinen Videoserie über CSS-Selektoren. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. Und zwar mit Anfang und Ende. Um das erste oder letzte Kind-Element zu selektieren, kannst du die Pseudoklassen FirstChild und LastChild verwenden. Das ist vor allem praktisch bei Listen von Elementen, wenn die ersten oder letzten Elemente besonders behandelt werden sollen. Gibt es nur ein einziges Kind-Element, kannst du das mit OnlyChild auswählen. Sind die Kind-Elemente nicht alle identisch, also wie bei Listen alle Kind-Elemente LIs sind, dann hilft dir FirstOfType, um das erste Vorkommen eines bestimmten Typs auszuwählen. Auch hier gibt es wieder die Varianten LastOfType und OnlyOfType. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn du den ersten Absatz in einem Artikel stylen möchtest, aber keinen Einfluss darauf hast, an welcher Position dieser Absatz genau erscheint. Bei der OfType-Pseudoklasse ist zu beachten, dass mit Type das HTML-Tag und nicht der gesamte Selektor gemeint ist. Wie im Beispiel selektiert p-Highlight FirstOfType nicht das erste p-Tag mit der Highlight-Klasse, denn dieses p-Tag ist bereits das zweite seines Typs. Anders formuliert sagt der Selektor, wähle das erste Element vom Typen p, wenn es die Klasse Highlight hat. Der Selektor würde also nur funktionieren, wenn das erste p-Tag die Klasse Highlight hätte. Ein bestimmtes Element. Mit nthChild kannst du ein bestimmtes Element auswählen. Für das dritte Element einer Liste beispielsweise nthChild in Klammern 3. Für das vorletzte Element kannst du auch hier die Zählung von hinten beginnen und nthLastChild in Klammern 2 verwenden. nthChild kann aber noch mehr. Möchtest du nicht nur das dritte Element auswählen, sondern jedes dritte, dann schreibst du nthChild 3n. Du kannst sogar bestimmen, ab wann die Zählung losgehen soll. Mit nthChild 3n plus 2 wird mit dem zweiten Element begonnen und ab da jedes dritte Element selektiert. Diese Variante braucht man nicht so häufig. Öfter möchte man alle geraden oder ungeraden Elemente auswählen, beispielsweise um eine Tabelle leserlicher einzufärben. Dafür gibt es die Schlüsselwörter even für gerade Elemente, also 2, 4, 6 und so weiter, und odd für die ungeraden, also das erste, dritte, fünfte, du verstehst schon. Auch hier gibt es wieder die Variante mit OfType, also nthOfType und nthLastOfType. Bisher hatten wir die Varianten Child und Type, wobei Child alle Elemente durchzählt und Type nur durch die Elemente mit dem angegebenen Typen zählt. Es gibt aber noch eine Erweiterung von nthChild, mit der du nur durch Elemente mit einem bestimmten Selektor zählen kannst. Hast du eine Liste von Elementen, manche davon mit der Klasse Highlight, und du möchtest jedes dritte Element mit dieser Klasse selektieren, dann tust du das mit li nthChild 3n of Highlight. Jetzt werden nur die LIs mit der Klasse Highlight gezählt und davon jedes dritte selektiert. Das ist nicht zu verwechseln mit li Highlight nthChild 3n. Bei diesem Selektor wird aus allen LIs jedes dritte selektiert, wenn es die Klasse Highlight hat. Das trifft hier im Beispiel nur auf das 6. und 27. Element der gesamten Liste zu, weil sie ein Vielfaches von 3 sind und die Klasse Highlight haben. Der verwendete Selektor kann alles Mögliche sein, wie hier auch eine Selektorliste mit Where. Und auch anstelle des 3n können wieder die Schlüsselwörter even und odd verwendet werden. Im Beispiel nehmen wir nur aside, blockquote und Elemente mit der Klasse Box und lassen davon alle ungeraden nach links und alle geraden nach rechts fließen, so dass immer abwechselnd ein Element links und eins rechts steht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Die Serie neigt sich dem Ende entgegen. Nächste Woche kommt noch ein Video zu Pseudo-Elementen und dann geht's hier wieder mit anderen Themen weiter. Abonnier doch den Kanal, um keins davon zu verpassen. Bis dahin, Happy Coding und tschüss tschüss.